Geheime Tunnel und Stollen befinden sich unter dem Truppenübungsplatz Ohrdruf. Das Dritte Reich soll sie angelegt und dort geheime Forschung betrieben haben. Doch woran hat das Dritte Reich inmitten des totalen Krieges geforscht? Wurde hier die Hoch- und Höchsttechnologie entwickelt? Wurde hier unter Ohrdruf Geschichte geschrieben? Warum reisten die wichtigsten Personen der SS wie Heinrich Himmler und Hans Kammler nach Ohrdruf? Warum wurden die besten und erfahrensten Ingenieure mit dem Bau dieser Anlage beauftragt? Also reicht schon die Anwesenheit von Fiebinger aus, um die Frage zu stellen, wenn nicht die Stollen im Jonastal, was hat er dann zu bauen gehabt? Welchem Zweck die Anlage diente, bleibt weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis der Siegermächte. Über die Bestimmung dieser Anlage wird teils wild spekuliert. Eine Antwort auf diese historische Frage gibt es nicht. Doch eine Aussage taucht immer wieder auf. Die mehrere Meilen in der Länge maßen und ausgedehnt wie die Speichen eines Rades waren. Das Rad mit Speichen. Doch welches unterirdische Bauwerk weist eine solche Bauform auf? Diese Bauform scheint keinen Sinn zu ergeben. Oder vielleicht doch. Doch es gibt Bauwerke, die eben solche Bauformen aufweisen, mit verblüffender Übereinstimmung. Befindet sich unter Ohrdruf der Teilchenbeschleuniger? Ich möchte noch einmal die Theorie der Kernwaffenentwicklung und die getesteten Atombomben aufgreifen. Wie wahrscheinlich ist es, dass solche Forschung, Entwicklung und Erprobungen in Ohrdruf stattgefunden haben? Das ZDF hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, kurz PTB, gebeten, Bodenproben von dem Truppenübungsplatz Ohrdruf zu analysieren. Anfang Februar 2005 wurden mit Genehmigung und durch Aufsicht der Bundeswehr offiziell Bodenproben entnommen. Zudem hat die Bundeswehr Proben von den größeren Tiefen angefertigt. Eine erste Analyse ergab laut PTB-Physiker Prof. Dr. Uwe Kaiser Auffälligkeiten in den Proben. Durch die Neutronenstrahluntersuchung im Forschungsreaktor in Geschacht wurde eindeutig chemische Elemente genauer Isotope wie Uran, U-235 und Lithium-6 nachgewiesen. Solche Isotope werden zum Bau von Kernwaffen, Spaltungs- und Fusionsbomben benötigt. In weiteren Analysen will man aber keine Hinweise auf einen Kernwaffentest gefunden haben. Die Zerfallsprodukte seien auf natürliche Ursachen und die Reaktorhavarie in Tschernobyl zurückzuführen. Ob es wirklich so ist oder ob politisch eingegriffen wurde, ist unklar. Nach dem Erscheinen des Buches Hitlers Bombe von Rainer Kalisch wurde aus dem Sachverhalt ein Politikum. Hat man auch hier Angst vor Schadensersatzklagen und Kosten für Dekontaminierung oder hält man treu an dem Motto fest, es kann nicht sein, was nicht sein darf? Auch ist die Krebsrate in Thüringen und besonders im Raum Erfurt sehr hoch. Sind das die Langzeitfolgen von atomarer Forschung? Das Bundesamt für Strahlenschutz macht dafür das Radongas verantwortlich. Ähnlich ist es im Raum St. Georgen an der Gusen. Dort befindet sich die U-Verlagerung Bergkristall. Hier soll unter anderem auch atomare Forschung betrieben worden sein. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf den Truppenübungsplatz Ohrdruf und Umgebung. Offiziell gibt es hier keine unterirdischen Anlagen. Doch die Karte der Russen sprechen eine andere Sprache.
Auch die Aussagen von Arbeitern und Soldaten bestätigen das. Letztendlich wurde der Beweis durch ein Video der Kriminalpolizei oder Staatssicherheit geliefert. Aus gegebener Veranlassung wurde die heutige Befragung über einen noch zugänglichen Spalt in ein System durchgeführt, das gekennzeichnet ist durch 3 Hauptstollen mit den Querschlägen, die im Augenblick so vorgefunden wurden, dass sie in den Streckenkreuzen geschliffen sind. Der Erzähler im Video ist sachkundig und spricht eindeutig von künstlichen und bergbautechnisch aufgefahrenen Stollen. 3 Hauptstollen. Das ist der Beweis für die Existenz weiterer der Öffentlichkeit unbekannten und vielleicht unentdeckten Stollensysteme. Auch die Aussage von dem Mitarbeiter des MFS macht sehr stutzig. Laut ihm soll sich in dem Erdfall ein weiterer Erdfall ereignet haben, der den Blick auf eine noch tiefere Ebene freigab. Wieder ist die Rede von Betonstraßen, Licht und Lärm, der aus dem Tunnel kam. Warum wird von offiziellen Stellen weiterhin vehement abgestritten, dass es solche Anlagen gibt? Die Beweise sind nachweislich da. Wovor hat man Angst? Vor immensen Kosten, um die Altlasten zu beseitigen und die Anlagen zu sichern? Liegen dort unten noch Gefahrstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg oder der Sowjetbesatzungszeit? Was hat es mit den bombenähnlichen Objekten unter dem Hamster auf sich? Sind das wirklich bis zu 5 deutsche Atombomben? Und warum ist das Interesse sehr gering, dem nachzugehen? Diese Objekte liegen inmitten eines Grundwasserschutzgebietes. Man muss bedenken, für Fundmunition der Alliierten kommt der Bund auf. Für Fundmunition aus deutschen Beständen muss das Land die Kosten tragen. Ist das der Grund? Hat man Angst vor immensen Kosten? Und sind diese Fundstellen mit den Anlagen unter dem Übungsplatz sogar verbunden? Gelangt man durch weit verzweigte Tunnel tief unter der Erde zu den gesamten Anlagen? Zeugen sprachen immer wieder von eben diesen Anlagen. Anlagen, die angeordnet sind wie ein Rad mit Speichen. Sollte sich wirklich unter dem gesamten Gebiet ein Stollensystem befinden, welches kreisrund mit langen Gängen, die an ein Rad mit Speichen erinnern, befinden? Und warum hat man solch eine Anordnung gewählt? An was erinnert die Anlage aus den Erzählungen? Riesige Hallen, lange Tunnel und Aufzugsschächte, die in die Tiefe zu weiteren Anlagen führen. Wozu erbaut man also die besagten Tunnel? In diesen Tunneln sollen Motorräder hineingefahren und nicht wiedergekehrt sein. Kilometerlang, einfach lange mit Beton ausgebaute Tunnel. Im Krieg wurde nichts ohne Grund errichtet. Doch lange leere Tunnel ergeben keinen Sinn. Sollte es sich um eine unterirdische Fabrik gehandelt haben, hätte man jeden Platz für Maschinen und die Fertigung genutzt. Nicht zuletzt die Aussage von dem Offizier Robert Allen. Es sind vor allem Aufzeichnungen des US-Offiziers Robert Allen, die für Spekulationen sorgen. Die unterirdischen Einrichtungen waren erstaunlich. Es waren sprichwörtlich unterirdische Städte. Es gab 4 davon in und um Ohrdruf. Mehr als 15 Meter tief waren die Anlagen, 2- und 3-stöckig angelegt, die mehrere Meilen in der Länge maßen und ausgedehnt wie die Speichen eines Rades waren. Diese Aussage ließ mir keine Ruhe. Ich dachte nach, wo ich das schon mal gehört oder besser gesagt gesehen habe. Welche modernen Bauwerke befinden sich unter der Erde und sind kreisrund aufgebaut? Teilchenbeschleuniger. Schaut man sich den Teilchenbeschleuniger CERN an, so ist die Ähnlichkeit zu den Aussagen der Zeitzeugen verblüffend. Die unterirdische Anlage ist kreisrund auf mehreren Etagen, ist 27 Kilometer lang mit riesigen Hallen, hoch wie Kirchen. Zeitzeugen sprachen von riesigen unterirdischen Anlagen mit Laboren und Unterkünften.
Bis zu einer Tiefe von 100 Meter liegt der Teilchenbeschleuniger CERN unter der Erde. The new accelerator will use the same tunnel as its predecessor, 27 kilometers in circumference, situated some 100 meters below the ground. Mit Aufzügen gelangt man in die unterirdischen Bereiche. Auch in Ohrdruf sprachen Zeugen von sehr tiefen Stollen unter dem Gebiet. Liegt der Grund, dass diese Anlage bis heute nicht gefunden wurde, in ihrer Tiefe? Werfen wir einen Blick auf den Teilchenbeschleuniger CERN. Eine Animation der Anlage gibt Aufschluss. Dort gibt es einen Bereich, der verblüffende Ähnlichkeit zu den Erzählungen der Soldaten und Arbeitern aufweist. Hier dargestellt ist ein Bereich, der eine kreisrunde Anordnung hat und Verbindungen aufweist. Das Erscheinungsbild kommt einem Rad mit Speichen sehr nah. Befindet sich hier unter Ohrdruf wohl möglich solch eine Forschungsanlage? Fakt ist, diese Anlage in CERN weist erstaunliche Ähnlichkeiten zu den Aussagen der Zeugen auf. Gehen wir mal davon aus, dass unter Ohrdruf ein solches Zyklotron erbaut wurde, ähnlich aufgebaut wie in CERN. Dann könnten die Zeugen diesen kleinen Bereich, der aussieht wie ein Rad mit Speichen, beschreiben, der sich dann auf größere Anlagen aufteilt, von der die Zeugen ebenfalls gesprochen haben, nämlich die kilometerlangen Tunnel. Auch der Beschleunigungskreis in CERN ist in einem tunnelähnlichen Stollen untergebracht. Sollte hier der Schlüssel zu einem jahrzehntelangen Rätsel liegen? War hier eine Forschungseinrichtung für alternative Energiequellen, die das Reich autark von fossilen Ressourcen machen sollte? Es deutet viel darauf hin. Fakt ist, solche Forschung verschlingt Unmengen an Energie. Oder weiter gedacht, wenn die Deutschen es geschafft hatten, einen lauffähigen Kern- oder Fusionsreaktor zu bauen, dann liefert dieser ebenfalls Unmengen an Energie. Kannten die Offiziere die Baupläne und haben deswegen detaillierte Aussagen über die Bauform geben können? Hat man den Teilchenbeschleuniger CERN nach dem Vorbild des Dritten Reiches erbaut? Wenn man weiß oder zumindest Hinweise hat, dass sich unter Ohrdruf eine Forschungseinrichtung befindet, warum hat man diese nicht gefunden? Einen möglichen Grund gibt es. Man hat bereits schon oft den Fehler gemacht und nicht tief genug gegraben, um Stollen aus dem Dritten Reich zu suchen. Bereits die Stasi hat hier zu DDR-Zeiten gesucht. Sie finden die richtige Stelle, bohren aber nicht tief genug. Hat man hier auch einfach nicht tief genug gegraben? Oder gab es nur eine Verbindung über einen Aufzug der sehr tiefen und riesigen Anlage, die so geheim war, dass nur Forscher und hohe SS-Führer wie Himmler und Kammler Zutritt hatten? Hat das Dritte Reich diese Anlage unter den wasserführenden Erdschichten verlegt, tief und bombensicher im massiven Fels? Pendelbohrungen haben ergeben, dass der Grundwasserspiegel auf dem Truppenübungsplatz bei 84 Meter beginnt. Das entspricht 316 Meter über normal Null. Oder hat man die Anlage jenseits der 50 Meter Tiefe angelegt? Die Muschelkalkgesteinsschichten reichen in eine Tiefe von bis zu 80 Metern. Die unteren Schichten dieser Ebenen reichen bis in eine Tiefe von 120 Metern. Also wäre somit genügend festes Gestein vorhanden, um Stollensysteme bombensicher anzulegen. War deswegen die 6. SS-Gebirgsdivision dort im Einsatz, um diese streng geheime Anlage mit Sperrsprengungen und anschließender Tarnung unauffindbar zu machen? War sie nur, ähnlich wie im Teilchenbeschleuniger in CERN, über Aufzugsschächte zu erreichen, die von dem bekannten Stollensystem unter Ohrdruf in die Tiefe führten? Anwohner haben Sprengungen Tage bevor die Amerikaner in Ohrdruf eintrafen, gehört. Haben diese Sprengungen damit zu tun? Hat die SS alle Schächte versprengt und raffiniert getarnt? Die Stollen, die zu diesen Schächten führten, auch gesprengt und so getarnt, dass sie niemand mehr finden kann oder konnte? Diese Frage steht unweigerlich im Raum und ist aufgrund der Fakten mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls mit Ja zu beantworten. Ist es also möglich, dass hier ein unterirdisches Zyklotron erbaut wurde? Wurde ein solches Zyklotron für die geheime Forschung nach neuen Energiequellen benötigt? Bereits im Jahre 1924 forschte der ungarische Ingenieur, der im Jahre 1971 einen Nobelpreis erhielt, Dennis Gabor,
an einem Zyklotron in Berlin? Würde das den hohen Energiebedarf und die mächtigen Generatoren im Amt 10 erklären, die so viel Energie lieferten, um eine Großstadt wie Berlin zu versorgen? In einem riesigen Raum befand sich eine große Zahl von Generatoren und uns wurde gesagt, dass sie genug Strom erzeugen könnten, um damit eine Stadt von der Größe Berlins zu versorgen. Führten die mächtigen Starkstromkabel zu den unterirdischen Teilchenbeschleuniger? Wussten die Amerikaner von dieser Anlage, doch war die Zeit zu kurz, um diese ausfindig zu machen? Haben die Amerikaner weitere Teile des darüber befindlichen Tunnelsystems mit Sperrsprengungen versehen, um es vor den Sowjets zu schützen? Ist es wahrscheinlich, dass es sich in der Tiefe um einen Teilchenbeschleuniger handelt? Hatten die Amerikaner Unterlagen über das unterirdische Zyklotron in den Hunderten von Tonnen beschlagnahmten Akten erbeutet? Im Fall Ohrdruf fand Korte Belege dafür, dass die Besatzer in der näheren Umgebung mehrere hundert Tonnen Dokumente abtransportiert haben. Die Aussage des amerikanischen Offiziers lässt das stark vermuten. Begeht man ein Stollensystem, hat man keinen direkten Überblick über die Führung der Stollen. Alles sieht gleich aus, keine Referenzpunkte oder ähnliches. Und doch sprach er von einer Anordnung wie ein Rad mit Speichen. Das spricht eindeutig dafür, dass er das System von den Bauplänen her kennt. Ob er jemals diese Anlage betreten hat, ist mehr als fraglich. Wahrscheinlich hat weder er noch andere Amerikaner diese Anlage je betreten. Fakt ist, der erste in CERN errichtete Teilchenbeschleuniger war ein Zyklotron. Er wurde im Jahr 1950 errichtet, also kurz nach dem Krieg. Hatten die Amerikaner sich auch hier die deutsche Forschung zu Nutzen gemacht? Wurde das Zyklotron in CERN nach den deutschen Vorgaben errichtet, da man sich 1950 bereits mit den Sowjets im Kalten Krieg befand und wusste, dass man auf die Anlage unter Ohrdruf nicht zurückgreifen kann? Die Parallelen sind nicht zu verschweigen. Auch die große Menge an Energie würde auf eine solche Forschungsanlage zutreffen. War also der Offizier Robert Allen nicht in den unterirdischen Anlagen, sondern hatte lediglich nur Kenntnis davon aufgrund der von den Deutschen erbeuteten Dokumente? Sind deswegen die gesamten Tonnen an Unterlagen erneut als geheim eingestuft worden? Ist diese Technik auch nach dem Krieg noch aktiv gewesen und haben die Sowjets Teile dieser Anlage gefunden und weiter betrieben? Das würde zu den seltsamen Vorkommnissen auf und um das Gebiet des Übungsplatzes Ohrdruf passen. Aber dazu später mehr. Werfen wir einen Blick auf die Fakten. Der Truppenübungsplatz war schon vor dem Dritten Reich Militärgelände. Er war und ist bis heute für die Öffentlichkeit gesperrt. Diese Tatsache ist ideal für geheime Forschung. Niemand, besonders nicht zu Kriegszeiten, stellt öffentlich Fragen zu den Vorgängen auf Militärgeländen. Zudem war die Öffentlichkeit vom Krieg und der Propaganda abgelenkt. Man hat also hier in aller Ruhe und unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Bau einer unterirdischen Einrichtung beginnen können. Wann die Arbeiten angefangen haben, ist unklar. Auch wird von Abraumtransporten berichtet, die meist nachts durchgeführt und dann weitläufig verteilt wurden. Zeitzeugen berichten von einer Anlage, die bereits mitten im Krieg fertig war. Diese Aussage passt zu den enorm gesteigerten Anlieferungen mit der Reichsbahn. Sonderzüge mit geheimer Ladung trafen ab 1943 zahlreich in Ohrdruf, Krawinkel und Umgebung ein. Das spricht für die Vollendung einer Forschungsanlage, die dann mit den technischen Gerätschaften ausgestattet wurde. Gehen wir noch einmal auf die Zeugenaussagen ein. Viele Aussagen weisen auf holzvertäfelte Räume, Parkett- und Teppichböden hin. Das soll für ein Führerhauptquartier sprechen. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass man solch einen Aufwand in einer unterirdischen Anlage betrieben hat? Ein Blick auf den Führerbunker der Reichskanzlei soll Aufschluss geben. Dieser Bunker war sehr klein, wies keinen Luxus wie Teppichböden, Parkett oder holzvertäfelte Räume auf. Warum sollte man hier eben diesen Luxus inmitten des Krieges verbauen? Sehr unwahrscheinlich. Weiter wird von gefliesten Bereichen und Glastüren gesprochen. Das spricht für eine Forschungseinrichtung, wie etwa Laborbereiche. Diese Aussagen wirken weitaus glaubhafter als die Luxusversion des Führerbunkers. Betrachten wir die Fakten.
Es gab Arbeiten auf dem Gelände des Übungsplatzes. Wichtige Ingenieure wie Karl Fiebinger waren am Bau beteiligt. SS-Größen wie Himmler und Kammler waren vor Ort. Es gab geheime Transporte nach Ohrdruf. Das spricht eindeutig für ein wichtiges Projekt in diesem Bereich. Teile einer Gebirgsdivision der SS war dort stationiert und hat die Anlage verteidigt. Pattons Armee versuchte mit allen Mitteln, Ohrdruf zu nehmen. Tonnenweise Akten wurden von den Amerikanern beschlagnahmt. Bis heute sind diese als geheim eingestuft. Ich bin nun seit über 10 Jahren hier in diesem Archiv tätig und habe in vielen an solcher Probleme gearbeitet. Und normalerweise schlägt sich ein Vorgang wie das Jonastal, das ein ganzes Tal umfasst, in den Akten eindeutig nieder. Warum also in diesem Fall das Jonastal sich praktisch in Akten überhaupt nicht niederschlägt, ist mir bisher völlig unerklärlich. Ich kann also nur spekulieren. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass hier Geheimdienstinteressen Priorität hatten über irgendwelchen anderen Interessen der Militärs und dass sich möglicherweise deshalb in diesen Akten das nicht niederschlagen konnte, sondern in uns bisher noch unbekannten Geheimdienstakten niederschlägt. Eine andere Erklärung, wie die, dass es zum Beispiel im Jonastal nichts zu sehen gab, ist ja eher auszuschließen, weil die Sache war ja doch sehr umfangreich und die Akten haben ja zu anderen Vorgängen zum Teil sehr detaillierte Beschreibungen geboten. Also ich tippe eher auf die Tatsache, dass hier etwas vorgefallen ist, was wir bisher noch nicht haben recherchieren können. Auch die Tatsache, dass bei Grabungen und Entdeckung einer unterirdischen Anlage in St. Georgen an der Gusen ein Bauteil eines Teilchenbeschleunigers, das bis in die Neuzeit so zum Einsatz kam, gefunden wurde, spricht für die Forschung mit Zyklotronen. Die Anlage Bergkristall steht ebenfalls im Verdacht der atomaren Forschung. Hier war ebenfalls der Ingenieur Karl Fiebinger am Bau beteiligt und auch dort werden tiefere Stollen unter der Anlage vermutet. Bilder und geotechnische Untersuchungen haben mittlerweile die Existenz bestätigt. Spätere Aufzeichnungen zeigen ein vorhandenes Bauwerk mit 5 Etagen und einer Tiefe von bis zu 90 Metern. Der rote Bereich spricht für eine von Menschen geschaffene anthropogene Struktur. Wir haben auf Basis von Herrn Schmilewskis Aussagen und der Luftbildauswertung südlich von Gusen Geoelektrikmessungen gemacht und haben dort im Bereich der Lüftungsschächte eindeutig anthropogene Strukturen in geringer Tiefe gefunden. Die gefundene Struktur hat deutlich rechteckige Ausmaße in einer Länge und Breite von 130 mal 150 Meter und einer Mächtigkeit bis ca. 10 Meter. Und zwar genau dort, wo auf dem Luftbild die Luftschächte zu sehen sind. Auch hier sind die Parallelen zu Ohrdruf erschreckend. Wie dieser Komplex unter Tage, Tarnname Bergkristall. Viel spricht dafür, dass die Strukturen der Untertagewerke einander ähnelten. Also reicht schon die Anwesenheit von Fiebinger aus, um die Frage zu stellen, wenn nicht die Stollen im Jonastal, was hat er dann zu bauen gehabt? Alleine diese Fakten lassen weitaus mehr vermuten, als bisher bekannt. Zudem gibt es die Bestätigung weiterer unterirdischen Anlagen durch die Stasi und die russischen Karten. Mysteriöse Aussagen von den sowjetischen Offizieren an die Bundeswehr bei der Übergabe des Übungsplatzes. Merkwürdige Ereignisse, die sogar Politiker betroffen haben und die diversen Geschichten der Soldaten, Arbeiter und Anwohner. Wenn nur 25% Wahrheit an den Aussagen steckt, somit ist es dennoch sensationell. Vergleichen wir die große Ähnlichkeit mit dem Teilchenbeschleuniger CERN. Kreisrunde Stollen. Tunnel tief unter der Erde, über Aufzugsschächte erreichbar. Riesige Hallen, Labore und Kontrollräume. All diese Gemeinsamkeiten deuten auf ein Zyklotron hin. Die Aussage des Offiziers einer kreisrunden Anlage, aufgebaut wie ein Rad mit Speichen, deuten nur auf ein mögliches Bauwerk hin. Kein anderes Bauwerk passt auf die Beschreibung besser. Ein Rad mit Speichen.
Das Superproton-Synchrotron in CERN am Europäischen Kernforschungszentrum ist ein Teilchenbeschleuniger. Das SPS wird verwendet, um Protonen und Bleiionen als Vorbeschleuniger des Large Hadron Collider, kurz LHC, zu beschleunigen. Die Anlage ging 1976 in Betrieb. Auch weitere Gemeinsamkeiten sind verblüffend. Das Forschungszentrum besitzt alle Attribute, die Zeugen in ihren Erzählungen über die Anlagen in Ohrdruf beschreiben. Es liegt tief unter der Erde. Es ist nur über Aufzugsschächte zu erreichen. Kilometerlange Betontunnel und Röhren. Riesige haushohe Hallen. Labore, Kontrollräume, Sozialräume, Toiletten. Der Bau des Teilchenbeschleunigers CERN ist ein internationales Mammutprojekt. Der Bau dauert bis heute an und verschlingt riesige Mengen an Geld. Doch die Aussagen der Soldaten und Zeugen passen nahezu 1:1 auf den Teilchenbeschleuniger CERN am Europäischen Kernforschungsinstitut. Sollte das Dritte Reich eine solche Anlage entwickelt und erbaut haben? Haben die Amerikaner die Baupläne erbeutet und dienten diese als Vorlage für die Anlage CERN? Liegt ein ähnliches Bauwerk bis heute unentdeckt im Untergrund rund um Ohrdruf? Haben die Siegermächte die Anlage entdeckt? Liegt der Grund für die immer noch als geheim eingestuften Akten hier unter Ohrdruf? Hat das Dritte Reich hier einen Meilenstein der modernen Technik gelegt?
Diese verblüffenden Gemeinsamkeiten liegen auf der Hand und sind nicht wegzudiskutieren. Das Dritte Reich war auf alternative Energiequellen angewiesen. Die fossilen Ressourcen waren besonders zu Kriegsende sehr knapp. Es gab bereits Forschung in diese Richtung. All diese Tatsachen deuten darauf hin, dass die SS an einer neuen Energiequelle geforscht hat. Wurden unter Ohrdruf eben diese Forschung betrieben? Und wenn ja, wie weit war das Dritte Reich damit gekommen? Eine weitere Parallele zwischen Ohrdruf und dem Teilchenbeschleuniger CERN gibt es. Ob es stimmt oder nicht, in Ohrdruf wurde diese Beobachtung kurz nach dem Krieg und bis in die 90er Jahre gemacht. In CERN erst ein halbes Jahrhundert später, doch sind diese beiden Geschehnisse erschreckend gleich. Dazu aber später mehr. Was ereignete sich in Ohrdruf? Wurde hier eine streng geheime Technik entwickelt und erprobt? Ist das die besagte Hoch- und Höchsttechnologie? Wie weit war das Dritte Reich mit seiner Forschung wirklich gekommen? Im Bereich der Luftfahrt war das Dritte Reich seinen Gegnern um bis zu 40 Jahre voraus. Wird eben wegen dieser Forschung ein Staatsgeheimnis der Sieger daraus? Dürfen wir die Wahrheit nicht erfahren, weil es die Geschichte umschreiben würde? Oder ist es einfach nur unbedeutend, was die USA hier vorgefunden hat? Wenn es aber unbedeutend wäre, warum sind die Unterlagen gesperrt? Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte der Mythen und Legenden anzusiedeln sein. Werfen wir einen Blick auf die höchst mysteriösen Geschehnisse, die sich in und um Ohrdruf ereignet haben sollen und die sich in CERN Jahrzehnte später auch ereignet haben. Die Gemeinsamkeit ist erschreckend. Nach Übergabe der Amerikaner interessierten sich die sowjetischen Besatzer nicht sonderlich für den Untergrund in Ohrdruf. War der Russe nicht in Kenntnis, was sich unter seinen Füßen befunden hat? Doch auch die Sowjets hatten von den geheimen Stollenanlagen Wind bekommen und im Gegensatz zu den Amerikanern hatte er genug Zeit, um dort alles zu erkunden. Ein Beispiel wird wohl die Aerosolbombe sein, eine sogenannte Vakuumbombe oder auch thermobarische Bombe genannt. Diese soll hier vom Dritten Reich erprobt worden sein. In den 1960er Jahren entwickelten Amerikaner und Russen diese Waffe. Haben beide Siegermächte gleichermaßen die Technik in Ohrdruf erbeutet? Die ersten Berichte über Ohrdruf klingen gleichermaßen spektakulär wie absurd. In den 1960er Jahren war eine Militäreinheit der NVA mit ihren verbündeten sowjetischen Truppen auf dem Übungsplatz nahe den Stollen im Jonastal. Die NVA-Soldaten haben folgende Aussagen zu den Geschehnissen gemacht. Plötzlich und wie aus dem Nichts hörten wir starke Detonationen. Der Boden unter unseren Füßen zitterte. Kurz darauf stieg weißer Rauch aus den lüftungsschachtartigen Rohren an die Oberfläche. Weitere russische Einheiten rückten an, fällten Bäume, spitzten diese an und rammten sie in die Rohre, die aus dem Boden ragten. Hat sich hier in einer geheimen Forschungseinrichtung des Dritten Reiches ein Unfall ereignet? Haben die russischen Besatzer versucht, die Anlage zu studieren und erneut in Betrieb genommen? Auch diese Aussage der Soldaten sorgt für weitere Spekulationen. Dass sich die Soldaten diesen Vorfall ausgedacht haben, ist mehr als unwahrscheinlich. Die Meldungen über eine geheimnisvolle Energiezentrale häufen sich. Auch die folgenden Aussagen sind vermehrt aufgetreten. Im Bereich unter Ohrdruf, genaue Position und Tiefe unbekannt, soll sich eine Art Kraftwerk befinden. Dieses Kraftwerk stößt enorme Energie und elektromagnetische Impulse aus. Angeblich wussten die Amerikaner von diesen starken Impulsen. Bomberstaffeln und Aufklärungsflugzeuge mieden diesen Bereich weiträumig, da der Impuls Motoren zum Stillstand bringen sollte. Ein Vorfall soll sich bei einem deutschen Politiker ereignet haben. Der Arnstädter Landrat war auf dem Weg zum Übungsplatz und folgte einer Einladung der russischen Kommandantur. Man wies ihm eine gewählte Route zu. Auf dieser Route blieb sein Fahrzeug plötzlich liegen. Sehr zur Freude der russischen Offiziere, die offensichtlich in Kenntnis über diese Impulse waren. Auch Anwohner erzählten mir von diesem Phänomen, der ausgegangenen Motoren. Ein Anwohner war von Krawinkel Richtung Arnstadt unterwegs.
Plötzlich versagte sein Motor. Alle Versuche, diesen wieder ans Laufen zu bringen, schlugen fehl. Er schob sein Motorrad nach Hause. Am nächsten Tag wollte er sein Kraftrad zu einer Werkstatt schaffen. Er versuchte, den Motor zu starten und dieser sprang sofort an. Solche Geschichten halten sich hartnäckig unter den Anwohnern. Die wildesten Spekulationen tauchten auf. Von Kernreaktoren, die das gesamte Forschungsprojekt mit Energie versorgten, bis hin zu Fusionsreaktoren und so weiter. Sollte sich unter Ohrdruf eine solche Anlage befinden? Wenn dem so ist, dann kann man eine solche Anlage nicht ohne weiteres von jetzt auf gleich abschalten und vollständig runterfahren. Eine Theorie besagt, dass die Deutschen sie in eine Art Selbstlauf mit geringem Energieausstoß beim Rückzug versetzt haben. Das soll dann weitere Phänomene erklären. Zeugen, darunter Wissenschaftler, sollen eidesstattlich erklärt haben, dass sie am Himmel über dem Übungsplatz merkwürdige Lichterscheinungen gesehen haben. Alle Zeugen sagen aus: ein rotes Leuchten zu bestimmten Wetterlagen, mal intensiver und mal schwächer gesehen zu haben. Wenn es dort diese Erscheinungen wirklich geben soll oder sollte, dann müssten weitaus mehr Menschen dieses wahrgenommen und dokumentiert haben. Besonders weil die UFO-Sichtung in den frühen 1950er Jahren stark zunahm und viele Menschen den nächtlichen Himmel beobachteten. Weitere Erzählungen von äußerst merkwürdigen Beobachtungen gibt es. Diese Beobachtungen zählen zu der Präastronautik, einer Parawissenschaft, die sich mit außerirdischem Leben auf der Erde beschäftigt. Dies ist keine anerkannte Wissenschaft und ich gehe an dieser Stelle nur kurz darauf ein. Es soll einen Himmelskörper über Ohrdruf geben, der seine Position exakt über einem Gebiet hält. Den Versuch, diesen zu fotografieren, soll er schnell weggesprungen sein und bei erneuten Versuchen gänzlich verschwunden sein. Auch ein Nebel oder eine Art Wolke in Form einer Tasse soll über dem Übungsplatz gesichtet worden sein. Komischerweise sagt man solche Erscheinungen auch über dem Teilchenbeschleuniger CERN nach. Dort soll ein UFO durch ein Portal aus einer anderen Welt zu uns gekommen sein. Viele dieser Sichtungen wurden im Bereich CERN und Genf gemacht. Auch Videos existieren davon. Oh yeah, that's just insane. Nope. See the building's been sucked up. Dieses Video sorgte international für Schlagzeilen. Experten rätselten über das Phänomen. Bei diesem Video soll es sich um eine Fälschung handeln. Auch Wetterkarten fingen das Phänomen ein. Bei diesen Radarbildern soll es sich um eine technische Störung gehandelt haben. Welche Wahrheit in diesem Phänomen steckt, ist leicht zu beantworten. Keine. Doch kann man sich wirklich immer auf wahrheitsgemäße Aussagen von sogenannten Experten verlassen? Nüchtern betrachtet handelt es sich bei allen Erscheinungen um Fälschungen und technische Störungen. Zurück zu greifbaren und irdischen Tatsachen. Nachdem die Bundeswehr den Truppenübungsplatz von den Sowjets übergeben bekam, stellte man fest, dass dort ein starkes Stromkabel von einer Verteilerstation abging. Der Zielort war unbekannt, da das Kabel tief auf den Truppenübungsplatz führte und enorme Mengen Strom irgendwo hingeleitet hat. Da es weiterhin in Betrieb ist, muss doch irgendwo ein Abnehmer sein. Um herauszufinden, wer dieser Abnehmer ist, entschloss man sich, das Kabel zu kappen und abzuwarten, dass sein Strom ausbleibt. Doch kein Abnehmer hat sich je gemeldet.
War dies ein Kabel, um die enormen Mengen an Strom zu liefern, die benötigt werden, um ein Zyklotron und eine Forschungseinrichtung zu betreiben? So, und dann haben wir hier noch eine Kuriosität, richtig? Ja. Nämlich, hier, was passiert hier noch? Es gibt einen Wächter über das Jonastal. Erzähl mal, was hat es denn damit auf sich? Ja, ein Schäfer war vor Jahren nämlich mal ein Schaf entlaufen. Und dieses Schaf hält sich ausgerechnet wirklich nur oberhalb der Stollen, also 1 bis 12 auf. Quasi hinter uns, ja? Genau. So, da oben. Und das mittlerweile seit 7 Jahren läuft dieses Schaf frei hier herum. Man kann es nicht einfangen, man kann es nicht jagen. Der Wolf, der kriegt es nicht zu fassen. Vielleicht beißt er auch nur in die Wolle rein und packt das Schaf. Also es ist jetzt kugelrund, die Wolle wächst natürlich weiter. Also das Vieh hat ordentlich Wolle auf den Rippen. Ne? Und das seit sozusagen. 7 Jahren. Das seit 7 Jahren. Ja, wie heißt das? Ihr habt es einfach Jonas genannt. Wir haben es Jonas genannt, in Anlehnung ans Jonastal. Aber wie ich wohl mitbekommen habe, ich bin nicht in den sozialen Medien, aber ich habe es mir sagen lassen, dass es eine Facebook-Seite hat. Es hat eine eigene Facebook-Seite, dieses Schaf, was hier ausgebüxt ist. Und da haben sie es wohl Maggie getauft. Ja. Kann man wohl nachschauen. Ich habe auch Bilder gesehen, also es rennt auch mal da an der Straße entlang und trinkt hier unten. Aber im Großteil hält sich das über mir tatsächlich in dem Bereich auf. Da hat das irgendwo sein Quartier. Und es läuft hier munter rum und es lebt hier seit 7 Jahren tatsächlich schon. Ja. Also das Jonastal hat auch einen eigenen Beschützer oder Bewacher und wenn es auch nur ein Schaf ist. Leute, das Schaf ist da. Oh, ist das riesig. Genau. Da. Jetzt läuft's. Pass auf, jetzt müsst ihr das gleich sehen. Cool. Soll ich von hinten ran? Schaf Maggie. Ja, genau. Warte, jetzt kommt's. Da ist es. Da läuft's. Genau da. Genau da ist es. Da ist es. Da läuft. Ich hab's voll drauf. Oh, es humpelt auch wirklich. Es humpelt. Oh ja. Es kann sich kaum noch bewegen. Ja, hab da auch mal das Schaf Maggie gesehen. Wir waren jetzt so oft hier, wir haben es nie gesehen, jetzt ist es da. Was befindet sich jetzt unter dem Truppenübungsplatz Ohrdruf in Thüringen? Wenn der Chef des Geheimwaffenprogramms SS-Obergruppenführer Hans Gammler mit dem Projekt beauftragt wurde, dann sollte das nicht ohne Grund geschehen sein. Für 25 gerade verlaufene Stollen ist er sicherlich nicht nach Thüringen abkommandiert worden. Auf diese Weise finden wir auch die Spuren Hans Gammlers in Thüringen. Das Dritte Reich hat auch noch zum Ende des Krieges enorme Mengen an Gütern quer durch das Reich transportiert. Ihre Ladung streng geheim. Das Dritte Reich hat seine Hochtechnologie unter die Erde verlagert. Bis heute ist noch nicht annähernd alles entdeckt. Unter unseren Füßen befinden sich weitaus mehr Geheimnisse, als man der Öffentlichkeit heute weismachen möchte. Züge beladen mit Hochtechnologie und neuen Waffensystemen gehen auf eine gefährliche Reise. Experten, Material und Technologie sollen nicht in die Hände der Alliierten fallen. Das ist ganz erstaunlich, zu welchen Leistungen die Reichsbahn in den letzten Kriegstagen trotz der absoluten alliierten Luftüberlegenheit noch in der Lage gewesen ist und noch lange Züge, teilweise bis 500 Meter lang in den letzten Kriegswochen auf den Weg gebracht hat, die auch noch ihr Ziel erreicht haben. Selbst die Alliierten waren von der deutschen Technologie, die sie im Untergrund gefunden haben, mächtig beeindruckt. Ein regelrechter Wettlauf auf die Technologie des Dritten Reiches haben sich die Amerikaner und die Sowjets geliefert. Vor allem die Funde unter Tage beeindrucken die Alliierten. Die Stollen bergen modernste Waffentechnologie, die nun nach Amerika verfrachtet wird. Doch gibt es in Thüringen noch weitere unterirdische Welten, die zu Gammlers Schattenreich gehören. Im Bereich Ohrdruf befinden sich bis heute unterirdische und unentdeckte oder gar unerforschte Stollensysteme. Sollte sich wirklich hier ein Teilchenbeschleuniger befinden, hat das Dritte Reich hier an alternativen Energiequellen geforscht. Es spricht viel dafür. Auch im Dreieck Arnstadt, Gotha und Ohrdruf ließ er unter höchster Geheimhaltung Stollen in den Berg treiben. Warum sind sämtliche Unterlagen über diesen Bereich Thüringens bis heute unter Verschluss? Warum wird auch weiterhin das Jonastal und Umgebung zum Geheimnis? Wurde hier an geheimsten Waffen gearbeitet? Fanden auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf sogar nukleare Tests statt? Eine Gegend voller Geheimnisse. Das Jonastal, also der Großraum Ohrdruf, ist tatsächlich von einem Mythos umgeben. Das rührt daher, dass bis heute niemand wirklich genau weiß,
was dort unter der Erde liegt. Auch während der Besatzung der Sowjets wurde das Geheimnis weitergeführt. All diese Tatsachen sprechen eindeutig für weitere unterirdische Anlagen. Die Tatsache, dass die Geheimhaltung bis heute aufrechterhalten wird, spricht nach wie vor für die Wichtigkeit der Anlage und ihre Hochtechnologie. Damit endet aber die Geheimhaltung nicht. Bei Kriegsende wurde ganz offensichtlich noch viel vernichtet. Die Geheimhaltungswelle, die danach kam, betrifft die amerikanische Besatzung. Man weiß ausgesprochen wenig, was die Amerikaner in der kurzen Zeit der Besatzung Thürings dort aufgefunden hatten. Und es schließt sich nahtlos an die Zeit nach 1945, nachdem die sowjetische Armee das Gebiet permanent besetzt bis zum Abzug Anfang der 90er Jahre. Es geht spannend weiter. Schaltet auch demnächst wieder ein und folgt mir auf die Reise nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit. Wenn nicht die Stollen im Yunustal, was hat er dann zu bauen gehabt?